Hallo und herzlich willkommen, meine lieben KfW-Freunde. Mein Name ist Christian Loscher von der Firma Gladen Europe in Walldorf-Hesslach. Heute möchte ich Ihnen unser Gladen RSX 165 vorstellen. Viel Spaß damit! Das RSX 165 ist ein klassisches Zwei-Wege-System. Es beinhaltet jeweils ein paar 16er Tieftöner, also 165 im DIN-Format. Wir haben ein Pärchen Hochtonkalotten, das ist eine 28 mm Seidenkalotte. Und wir haben entsprechende Frequenzweichen, die die ganzen Lautsprecher befiltern. Besonderheit an dem System sind eigentlich die Frequenzweichen. Ich habe hier nur jetzt ein paar für eine Seite liegen. Und zwar gibt es eine Frequenzweiche nur für den Tieftonzweig und eine nur für den Hochtonzweig. Das hat folgenden Vorteil, wenn man dieses System in ein Fahrzeug baut, wo die Lautsprecher nicht nah beieinander sitzen. Also zum Beispiel der Tieftöner sitzt in der Tür unten und der Hochtöner würde ins Armaturenbrett kommen, kann man halt an der Original-Werksverkabelung mit diesen Weichen dieses System einbauen. Kommen wir nochmal zurück auf den Tieftöner. Wie schon gesagt, der Tieftöner hat einen 165 mm Korb mit einer DIN-Stanzung, das heißt also sehr universell montierbar. Einer der großen Vorteile dieses Lautsprecherchassis ist einmal die gesandete Membrane. Die hat die Eigenschaft, eine hohe innere Dämpfung mit sich zu bringen. Das heißt also, ungewollte Schwingungen werden hier minimiert. Und dieser Lautsprecher hat die Membran besitzt eine extrem geringe bewegte Masse. Das heißt also, wir können hiermit schon mit geringen Leistungen, kleinen Verstärkern oder dem klassischen Autoradio hier schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil dieses Lautsprechersystem einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad hat. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass auch der lineare Hub extrem ist, kann man hier auch mit etwas potenteren Verstärkern also wirklich schon eine gewaltige Basswiedergabe erzeugen. Ansonsten ist der Lautsprecher recht klassisch aufgebaut, ein Stahlblechkorb, um halt auch das System effizient zu machen, ein vernünftiges Anschlussterminal, was auf einer Pertinax-Platte aufgelötet ist, also das ist wirklich alles stabil und wie gesagt passt im Prinzip in jeden 16er Einbauschacht. Beim Hochtöner sind wir hier auf eine 28 mm Gewebekalotte gegangen. Das hat den großen Vorteil, dass wir diese tief abkoppeln können zum Tieftöner bzw. ankoppeln können und hier schon einen großen Bereich der Bühnenabbildung aufs Armaturenbrett bekommen. Also es ist gerade für Fahrzeuge interessant auch, wo der Lautsprecher sehr weit unten in der Tür sitzt. Da haben kleine Hochtöner ihre Schwierigkeiten, oben überhaupt eine vernünftige Stimmwiedergabe zu reproduzieren, weil ein großer Teil das der Tieftöner eigentlich erledigen muss, aber wenn er unten im Fußraum ist, ist es halt schwer möglich. Wie gesagt, auch hier Anschlüsse, dass es passend zur Weiche ist. Die Weiche, wie schon eingangs erwähnt, besteht aus zwei getrennten Weichen. Das heißt, wir haben einmal eine Tieftonweiche und einmal eine für den Hochtöner. Hat wie gesagt den Vorteil, ich habe den Lautsprecher zum Beispiel, den Tieftöner in der Tür, kann entsprechend hier verkabeln in der Tür, muss keine extra Kabel ziehen. Und wenn ich zum Beispiel klassisch den Hochtöner im Armaturenbrett oder in der A-Säule habe, kann ich diese Weiche halt vor den Hochtöner setzen und kann in der Regel die originale Verkabelung nutzen. Natürlich ist auch ein B-Amping möglich, das heißt also, ich kann auch, wenn ich es etwas potenter haben möchte, eine Vierkanal-Endstufe hier anschließen und entsprechend mit den Weichen eine Vierkanalbeschaltung, also eine B-Amping-Beschaltung realisieren. Wenn ich den Hochtöner nicht in originalen Fahrzeug Einbauplätzen unterbringen möchte, habe ich die Möglichkeit mit entsprechendem Zubehör, was wir beilegen, den Hochtöner aufzusetzen oder halt entsprechend irgendwo einzulassen, wenn irgendwo eine Verkleidung oder ein Spiegeldreieck noch, ich sag mal, nackt ist, ohne Originalgitter, lässt sich der einsetzen und ja, hier dieses Einbautöpfchen hat verschiedene Winklungen, also so, dass ich im Prinzip entweder an der A-Säule oder auf dem Armaturenbrett
den Hochtöner perfekt ausrichten kann. Zudem ist der Hochtöner trotz der Behausung immer noch ein wenig verstellbar und so lässt sich auch, wenn man den Plan einbaut, der Hochtöner lässt sich dann halt entsprechend noch ein bisschen ausrichten. So, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und Sie haben Interesse an unseren Produkten gefunden. Wenn Sie Fragen haben sollten zu den Produkten, zu diesem oder auch anderen, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben. Diese geht dann an die info@gladen.com. Sie können aber auch gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise auch den Kanal abonnieren, damit Sie auch noch weitere spannende Produkte hier bei uns finden. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank.